Moin zu einer neuen Runde State of Survival mit eurem Lieblingsaffen. Heute geht es um die Sandkatze. Damit ihr mehr Infos darüber bekommt und immer up to date bleibt, gebt meinem Kanal ein Like und ein Abonnement. Gucken wir uns mal genauer die Sandkatze an. Hier seht ihr schon mal vorab die Max Sandkatze. Das heißt, alle Kosten, für das Level braucht ihr 2324 von den Energiekeksen und um die Sandkatze komplett bei den Fähigkeiten zu maxen, braucht ihr 1102 von den Kapseln. Gucken wir uns aber jetzt alles nochmal genauer an, was wie zu machen ist und auch der Vergleich zwischen dem Falken und der Sandkatze. Also gucken wir uns doch mal die Katze genauer an. Die Katze fängt mit 2 Fähigkeiten an und hört auch auf, aber die sind auf Level 1 und bei der Sandkatze gibt es 6 Level. Jeweils beide der Skills oder Fähigkeiten können auf Level 6 kommen. Level Fähigkeiten bzw. die Level selbst seht ihr hier von Level 1 bis 150 und dadurch, dass das eine rote Sandkatze ist, die es nur bei den Top Ranks im Jahrestagsevent gab, seht ihr auch hier, das höchste Potenzial habe ich hier beim Angriffspotenzial. Verteidigungspotenzial ist halt Jägerverteidigung, Jägerangriff. Dann gibt es das Agilitätspotenzial. Das ist im Endeffekt Jägertödlichkeit. Das seht ihr auch unten links wiederum dargestellt. Und Zustandspotenzial ist im Endeffekt Jägerzustand. Davon gibt es die Potenziale, das geht hoch bis 1900, aber ihr seht, der Unterschied ist hier minimal und wird es auch am Ende sein. Ihr seht hier 1900 beim Angriffspotenzial von 1900 und 1897 von 1900. Das ist hier im Beispiel Jägerangriff 16,08% zu 16,07%, also nicht wirklich der große Unterschied. Dann geben wir dem Ganzen mal die volle Dröhnung und gucken mal, wie das aussieht auf relativ niedrigem Level, wenn wir das Ganze auf 150 bringen. Die Kosten habe ich euch eben schon mal gesagt, zeige ich euch am Ende des ganzen Videos auch nochmal in einer einfachen Übersicht für alle Geschichten. So, jetzt verbrauchen wir hier richtig viel und ihr seht, parallel steigt schon auch die Werte für Jägerangriff und Jägertödlichkeit, Jägerzustand und Co. Da sind wir, ohne dass wir viel an den Skills gemacht haben, schon mal bei 60 bzw. 20%. Das ist ganz cool. Marmvold ist im Endeffekt alle 4 Runden fügt es 40% Schaden den letzten beiden Reihen, das heißt Fahrer und Jägern beim Gegner zu und reduziert gleichzeitig den verursachten Schaden um bis zu 9%. Hier sind wir schon mal auf Level 2. Das geht noch höher, das geht hoch bis auf 15%. Und hier haben wir dann der zweite Skill. Die Sandkatze setzt einen besonderen elektrischen Strom frei, der bis zum Ende des Kampfes den Angriff der letzten 2 gegnerischen, also gegnerische Fahrer, gegnerische Jäger, um 3% reduziert. Das geht natürlich jetzt auch hoch. Und dafür nutzen wir jetzt die Kapseln. Schnelldurchlauf, die Kosten dafür seht ihr auch nochmal gleich in einzelnen Übersichten. Dementsprechend müsst ihr jetzt auch nicht anfangen mitzuzählen, was das kostet. Aber wir gucken uns mal an. Hackshock auf Level 1 3%. Der ist jetzt, das können wir uns auch mal schnell angucken, auf 4,2% gestiegen. Gucken wir uns das Ganze für Marmvold auf Level 3 gehend an und der geht von 7 auf 9%. Hackshock auf Level 3 geht von 4,2 auf 5,4%. Das sehen wir hier dann. Dann Marmvold auf Level 4 gehend steigt von 9 auf 11%. Die es dann pro Runde geht. Hackshock geht von 5,4% auf 6,6%. Und wie ihr immer in den Zwischenübersichten seht, die Preise, die ihr jeweils für die Level auch dann bezahlt für das jeweilige Skill. So, Marmvold steigt von 11 auf 13% bei Level 5 und Hackshock von Level 4 auf Level 5 bringt dann von 6,6 auf 7,8. Und jetzt kriegen wir den Marmvold auf Level 6, also auf die Maximalkapazität auf 15% Reduzierung des Schadens. Das ist natürlich schon ordentlich, wenn die letzten beiden Reihen 15% weniger Schaden machen können, besonders weil es alles auf die Infanterie geht. Daher ist die Sandkatze da schon mal sehr stark, weil es im Endeffekt in den Reports dann als Shielding angezeigt wird, wird das natürlich enorm hochsteigen, wenn die letzten beiden das nicht mehr hinbekommen. Beziehungsweise 15% weniger an Schaden verursachen können. Und Hackshock auf Level 6, Reduzierung des feindlichen Angriffs von 7,8 auf 9%, steigt also da auch nochmal um 1,2%. Das sind so die Kosten. Hier zeige ich euch das jetzt nochmal einfach nur an den Kosten. Ihr seht das
Für Level 2 der beiden zahlt ihr eben jeweils Skill 1 6, Skill 2 19, das heißt beides auf Level 2 bringen kostet euch 25, für Skill 3 in Summe 84 an den Kapseln, für Skill 4 für beide 96 und 107, das heißt 203. Dann haben wir 320, um beide auf Level 5 zu bringen, also 142 und 178. Level 6 sind dann nochmal für den ersten Skill 217 von den Kapseln und dazu dann nochmal 253 auch für den Hackshock, dass der auch auf Level 6 ist. Bedeutet in Summe, sobald ihr die lokalisiert habt, Grundvoraussetzung, ihr müsst sie lokalisiert haben, kostet euch das 1102 Kapseln, das ungefähr 1100 Euro sind, weil es gibt aktuell die Pakete einmal für 20 Euro 18 von den Kapseln oder eben 10 Euro für 10 Kapseln. Der Unterschied sind da die Energiekekse, die ihr bekommt. Bei den Energiekeksen, um das Ganze auf die Sandkatze auf 150 zu bringen, braucht ihr 2324. Ich hoffe, ich konnte euch damit eine gute Übersicht über die Fähigkeiten und Co. geben. Der Falken gegen die Sandkatze kommt in einem zweiten Teil.